Wir brauchen Makramee-Garn mit einer Stärke von 2 mm und einmal mit einer Stärke von 4 mm. Von dem Garn, das 4 mm dick ist, brauchen wir insgesamt 16 Schnüre mit einer Länge von 50 cm. Von dem Garn mit 2 mm Dicke brauchen wir 17 Schnüre mit einer Länge von 80 cm. Und dann brauchen wir noch 2 weitere Schnüre, die 40 cm lang sind. Wir legen uns die 16 Schnüre mit einer Dicke von 40 cm vor uns hin, nehmen dann die Schnur mit 40 cm Länge und greifen die in der Mitte und machen am anderen Ende einen Knoten. Dann legen wir das Ganze so hin, dass die Schlaufe etwas rechts von der Mitte liegt. Und dann legen wir ein paar der Schnüre auch drüber, sodass das Ganze quasi mittig liegt. Dann nehmen wir die andere Schnur, die eine Länge von 40 cm hat, und knoten alle Schnüre in der Mitte zusammen, indem wir 2 Knoten machen. Und möglichst fest. So. Und dann nehmen wir uns die Schlaufe und legen das Ganze so, dass man den Knoten nicht mehr sieht. Als nächstes nehmen wir die Schnur mit 80 cm Länge und legen die so als eine Art U auf unsere Arbeit. Und dann halten wir das eine Ende mit dem Daumen fest und wickeln dann von unten nach oben um alle Schnüre herum. Also das Ende guckt hier raus und hier oben ist die Schlaufe. Und das machen wir möglichst fest. So, wenn wir jetzt oft genug das umwickelt haben, führen wir das Ende des Fadens durch diese Schlaufe und ziehen dann an beiden Enden, sodass dann quasi ein Knoten entsteht, der unter den anderen versteckt ist. So. Und dann können wir das ein bisschen zurecht friemeln und die Enden abschneiden. So. Und jetzt nehmen wir uns die übrigen 16 Schnüre und eine davon befestigen wir hier mit ein bisschen Tesa. Und da kommen die anderen Schnüre dran. Das heißt, wir greifen die Schnur in der Mitte und legen die über die waagerechte Schnur und dann nach unten und greifen dann durch die Schlaufe und ziehen die beiden Enden durch und ziehen das fest. So. Und das machen wir mit den übrigen Schnüren genauso. Wenn das gemacht ist, nehmen wir uns wieder unsere Tassel und legen die übrigen Schnüre drumherum und knoten das Ganze zu mit einem Doppelknoten. So. Als nächstes machen wir Kreuzknoten, das heißt, wir nehmen uns immer 4 Schnüre und legen die linke Schnur über die mittleren 2 und unter die rechte Schnur und die rechte Schnur unter die 2 mittleren und durch die Schlaufe von hinten nach vorne
und ziehen das nach oben. Und das gleiche machen wir spiegelverkehrt. Also mit der rechten Schnur über die zwei mittleren und unter die rechte Schnur und unter die linke Schnur und die linke Schnur unter die zwei mittleren und von hinten nach vorne durch die Schlaufe und ziehen das wieder zu. Und somit haben wir unseren Kreuzknoten fertig und das machen wir jetzt mit den anderen Schnüren genauso. Wenn das gemacht ist, setzen wir unter jeweils zwei Kreuzknoten noch mittig einen weiteren. Das heißt, wir nehmen zwei Schnüre von dem linken Kreuzknoten und zwei Schnüre von dem rechten Kreuzknoten und setzen darunter noch einen. So, dass wir sozusagen immer 3 haben. Dann lassen wir die nächsten 4 aus und setzen unter die nächsten 2 Kreuzknoten noch einen weiteren. Wir haben jetzt also 4-mal diese 3 Kreuzknoten gemacht und jetzt kommt eine Knotenabfolge darunter. Das heißt, dafür nehmen wir uns den Faden von dem anderen Kreuzknoten, der wird unser Leitfaden. Und dieser Leitfaden, also der oberste, wird der Leitfaden von der anderen Knotenabfolge. Also das heißt, wir nehmen den Leitfaden, legen den so, wie unsere Knotenabfolge dann entlang geht und lassen den einen Faden erstmal stehen und nehmen dann den nächsten und machen einen Knoten. Das heißt, wir führen den Faden über den Leitfaden und durch die Schlaufe von unten nach oben und setzen den nach oben und machen das nochmal. So, jetzt haben wir also 2 Knoten und machen das mit den anderen Fäden auch. So, wir haben jetzt also insgesamt 6 Knoten und das machen wir auf der Seite auch. Das heißt, der oberste Faden, den lassen wir links liegen. Dann nehmen wir den Faden vom anderen Kreuzknoten und machen da auch jeweils 2 Knoten. So, wenn wir jetzt auf beiden Seiten diese 6 Knoten gemacht haben, verbinden wir das Ganze noch zu einem V, indem wir einfach einen dieser beiden Leitfäden nehmen und nochmal 2 Knoten machen. Und somit verbinden wir dann das Ganze und es bildet sich ein V. Das gleiche wiederholen wir jetzt mit den anderen Fäden, das heißt, wir müssen genau gucken, welche Fäden wir benutzen. Hier ist der Leitfaden von diesen Kreuzknoten und dann beginnen wir wieder unsere Knotenabfolge. Wenn das gemacht ist, führen wir die Knotenabfolge hier weiter, sodass ein weiteres V entsteht. Das heißt, wir nehmen den Leitfaden von dieser Knotenabfolge und machen jetzt wieder 2 Knoten pro Faden.
Auf der anderen Seite machen wir das Gleiche. Und dann verbinden wir die beiden Knotenabfolgen wieder zu einem V, indem wir nochmal 2 Knoten machen. Wenn das fertig ist, nehmen wir uns die 6 Schnüre unter der Knotenabfolge und machen damit nochmal eine Knotenabfolge. Also wir haben jetzt jeweils 4 Knoten rechts und links und dann verbinden wir das Ganze nochmal mit 2 Knoten. So. Und dann nehmen wir uns die 4 Schnüre darunter und machen damit nochmal Knoten. Jetzt haben wir jeweils 2 Knoten auf beiden Seiten und dann machen wir nochmal 2 in der Mitte. So, wenn wir das dann gemacht haben, kürzen wir das Ganze noch auf eine Länge und dann sind wir auch schon fertig. Ich habe jetzt noch mal eine zweite Variante gemacht und zwar unterscheidet die sich von der ersten, dadurch, dass wir einfach die Kreuzknoten, die wir hier gemacht haben, weglassen und unter diesem V, also dieser Knotenabfolge, noch eine weitere Knotenabfolge machen. Und dann sieht es so aus.